Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hatte Ihnen eine extra Portion Optimismus versprochen mit der zweiten Keynote des Tages heute. Und genau das wollen wir jetzt auch machen. Wir freuen uns auf diese Keynote. Hier ist Professor Dr. Jasmin Maillet-Weiss. Jasmin Weiss ist Managerin, Politikberaterin und Co-Autorin eines sehr erfolgreichen aktuellen Spiegel-Bestsellers, der nämlich da heißt Zukunftsrepublik. Ich freue mich, dass sie bei uns ist und ihre Keynote trägt den wunderbaren Titel Zeit neu zu denken. Was brauchen wir, um optimistisch in die Zukunft zu blicken? Liebe Jasmin, wir freuen uns auf deine Keynote. Dankeschön. Ja, danke, lieber Michael. Was brauchen wir, um optimistisch in die Zukunft zu blicken? Ich denke, diese Frage ist nach über einem Jahr der Pandemie relevanter denn je. Ich denke, wir alle merken es derzeit sehr deutlich. Wir befinden uns in einer überaus heiklen, aber auch spannenden Übergangszeit, die wir alle erleben dürfen, gesundheitlich, ökonomisch, politisch, ökologisch und natürlich auch technologisch. Wir sind bereits in der Mitte vom Jahr 2021 angekommen und uns allen muss bewusst sein, nur wenn es gelingt, die Herausforderungen des kommenden Jahrzehnts gut zu meistern, blicken wir in Deutschland auch weiterhin in eine rosige Zukunft. Was brauchen wir also konkret, um optimistisch in die Zukunft zu blicken, um uns nach so langer Zeit der Pandemie auch endlich wieder ein Stück weit in die Zukunft verlieben zu können? Wir haben heute schon den ganzen Tag ein Feuerwerk an technologischen Lösungen gesehen, wie wir auf Basis moderner IT-Lösungen in Zukunft noch effizienter und effektiver arbeiten können. Arbeiten findet immer mehr in der Cloud statt. Wir erleben Hyperautomatisierung. Alles, was digitalisiert werden kann, wird irgendwann mal digitalisiert werden. Und die Kooperation zwischen Mensch und Maschine, zwischen künstlicher und humaner Intelligenz wird immer intensiver werden. Damit sind große Chancen verbunden. Ich denke, alle, die hier zuhören, die sehen auch diese Chancen. Aber es gibt auch viele Menschen, denen macht diese Entwicklung eher Angst, vielleicht sogar permanente Sorge um ihren Arbeitsplatz. Und genau das hält sie davon ab, sich in die Zukunft auch verlieben zu können. Umso wichtiger ist es, bei all den anstehenden Transformationsprojekten in den Unternehmen immer die Menschen und damit auch ihre Emotionen mitzunehmen und ihnen eine positive, zuversichtlich stimmende Vision von der Arbeitswelt von morgen zu vermitteln. Das klingt erstmal einfach, aber es gilt, Zukunftszweifel bekommen wir geschenkt, Zuversicht und damit die Voraussetzung, uns überhaupt wieder in die Zukunft verlieben zu können, das müssen wir uns aktiv verdienen. Was müssen wir also genau machen, um zu dieser Zuversicht zu gelangen? Genau dazu möchte ich Ihnen in meiner heutigen Keynote ein paar Denkanstöße geben. Konkret möchte ich Ihnen Impulse mitgeben, welches Mindset, aber auch welche Kompetenzen branchen- und sektorenübergreifend für jeden Einzelnen von uns erforderlich sind, um sich und auch die eigenen Mitarbeiter fit für die Zukunft aufzustellen und in der Arbeitswelt von morgen erfolgreich sein zu können. Ich möchte Sie einladen, während des Zuhörens in sich selbst hineinzuhorchen, inwieweit Sie diese Denkanstöße teilen oder bereits für sich in Ihren Unternehmen umsetzen. Fangen wir also beim Thema Mindset an. Hier möchte ich Ihnen 3 Denkanstöße mitgeben. Angesichts der Dynamik und auch der Intensität der Veränderungen der unternehmerischen Umwelt erscheint es mir sinnvoll, sich selbst persönlich mit seinen Denk- und Verhaltensweisen sowie auch mit seinen persönlichen Kompetenzen als kontinuierliche Beta-Version von sich selbst zu begreifen. Unser Gehirn braucht laufende Updates und Lernprozesse. Wir sind niemals fertig. Es ist aus meiner Sicht auch gar keine Schwäche, sich selbst als optimierungsfähige Beta-Version zu begreifen. Im Gegenteil. Ich denke, ein solches Mindset antizipiert, dass laufende Updates erforderlich sind, sodass wir mit unseren Köpfen nicht irgendwann als System abstürzen und der Zeit hinterherhinken. Zweites zum Thema Mindset. Ich denke, wir brauchen gerade hier in Deutschland ein Mindset, das Anfängergeist und nicht nur Perfektion sexy ist. Denn wir werden alle in Zukunft gezwungen sein, uns neue Kompetenzen in Bereichen anzueignen, bei denen wir trotz jahrelanger erfolgreicher Berufserfahrung einfach wieder blutige Anfänger sein werden. Die Wahrheit aber ist, die wenigsten Menschen sind gerne blutige Anfänger. Wir werden frühkindlich geprägt, dass Perfektion und eben nicht Anfängergeist anziehen wirkt. Wer als Teenager im Skilager seinen Klassenkameraden im Anfängerschneeflug hinterherfährt, ist eben nicht sexy, sondern eher uncool.
Wer hingegen mit perfekten Schwüngen den Berg hinunterwedelt, der steht hoch im Kurs und erntet Anerkennung. Und mit dieser Sozialisierung agieren wir im Arbeitsleben und wir wundern uns, dass viele Menschen äußerst ungern sich auf neues Terrain begeben, wo sie Anfänger sind. So schreit eben nicht jeder Mitarbeiter Hurra, wenn ein neues IT-System eingeführt wird und wir umlernen müssen. Und nicht jeder Unternehmenslenker ist sofort offen, sich erstmals mit den Potenzialen von Cloud-Lösungen auseinanderzusetzen und dabei offenbaren zu müssen, bislang relativ wenig davon zu verstehen. Ich denke, hier erfordert die aktuelle Zeit einen massiven Paradigmenwechsel. Wir brauchen das Mindset, dass es für uns alle dazugehört, blutige Anfänger zu sein. Wir dürfen es gar nicht aufkommen lassen, dass wir Status quo verliebt sind. Und wir dürfen nicht das Gefühl haben, dass die Komfortzone der schönste Ort der Welt ist. Wir müssen unseren Kindern schon beibringen, get comfortable with feeling uncomfortable. Drittens, was brauchen wir noch für ein Mindset? Ich denke, wir brauchen in Zukunft, und auch das hat uns gerade das letzte Jahr der Pandemie sehr deutlich gezeigt, wir brauchen eine Think the Unthinkable Haltung. Wir müssen in unseren Köpfen Raum schaffen, das zu denken, was wir eigentlich für undenkbar halten. Wir müssen uns trauen, das vorzustellen, was unvorstellbar ist. Dazu gehört, so mutig zu sein, dass wir bei neuen Fragen alte Antworten, auch wenn sie bislang sehr erfolgreich waren, ignorieren. Wir müssen offen sein, Technologien und auch Herangehensweisen aus ganz anderen Branchen auf die eigene zu übertragen. Wir müssen uns trauen, bislang erfolgreich laufende Produkte, Dienstleistungen, Geschäftsmodelle und Prozesse zu challengen, in Frage zu stellen, auch wenn der Erfolg der Vergangenheit uns bislang recht gegeben hat. Um ein solches Mindset bei Individuen im Unternehmen zu fördern, brauchen wir die passende Unternehmenskultur. Ohne die geht es nicht. Der Transformationsprozess in die Zukunft muss also immer auch mit einem Transformationsprozess der gelebten Kultur einhergehen. So viel zum Thema Mindset. Schauen wir nun auf die Kompetenzen, die wir benötigen, um zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Da gibt es natürlich sehr viele und ich möchte mich auf zentrale Metakompetenzen konzentrieren, die in jeder Branche, in jeder Funktion für jeden Einzelnen von uns wichtiger werden. Ich bin ohnehin der Meinung, dass Metakompetenzen die moderne Form der Arbeitslosenversicherung 4.0 sind. Nichts sichert die zukünftige Beschäftigungsfähigkeit besser, als die richtigen Kompetenzen zu besitzen. Metakompetenz Nummer 1, die ich mit Ihnen diskutieren möchte, ist Lernkompetenz. Lernkompetenz ist die Superkompetenz unserer aktuellen Zeit. Wir müssen gezielt lernen zu lernen, wie wir kontinuierlich und wie wir effektiv und effizient lernen. Lernergebnisse sind immer dann am nachhaltigsten, wenn sie in konkreten Anwendungssituationen des Arbeitslebens stattfinden und auch dort erfahren werden. Das führt dazu, dass Lernen nicht nur in Trainings oder in Konferenzen wie heute stattfindet, sondern neue Lernimpulse müssen integraler Bestandteil des Arbeitens sein. Wir müssen während der Arbeit unsere Gehirne ins Fitnessstudio schicken, wir müssen sie täglich trainieren, stretchen, erweitern, gezielt neue Impulse setzen, damit unser Gehirn genau die Denkanstöße bekommt, um wachsen und lernen zu können. Lernen muss dabei ein Ritual werden, so selbstverständlich wie tägliches Zähneputzen. Es darf nicht von der Agenda fallen, nur weil sich unser Outlook-Kalender so schnell mit anderen Themen füllt. Die nächste Metakompetenz, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist eine Kompetenz, über die gerade im vergangenen Jahr viel gesprochen worden ist, nämlich das Thema Resilienz. Resilienz bedeutet letztendlich unsere individuelle Widerstandskraft zu erhöhen, sodass wir gestärkt aus Krisen und Veränderungssituationen hervorgehen können. Die aktuelle Pandemie ist eine große Krise für uns alle, aber sie wird sicherlich nicht die letzte Krise sein, die wir erleben werden. Resilienz ist keine angeborene Eigenschaft. Es ist eine erlernbare Kompetenz. Wir können unsere persönliche Resilienz dadurch steigern, indem wir uns gezielt besonderen Herausforderungen stellen und dann individuelle Bewältigungsstrategien entwickeln, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Wir sind alle gut beraten, kontinuierlich in unsere psychische Resilienz, in unsere physische Resilienz, da haben wir ja gerade eine schöne Übung dazu gesehen, und auch in unsere qualifikatorische Resilienz zu investieren. Es geht bei dieser Fähigkeit Resilienz nicht darum, geduldig das Ende eines Sturms abzuwarten, sondern bei Resilienz geht es darum, im Regen tanzen zu lernen.
Resilienz hat damit viel mit geistiger Flexibilität und Agilität zu tun und auch mit Kreativität, was Problemlösungskompetenz betrifft. Es bedeutet, in Bewegung zu bleiben und nicht in Schockstarre zu verharren, wenn eine Krise auftritt. Die letzte Metakompetenz, die ich mit Ihnen diskutieren möchte, klingt nach einer sehr analogen Kompetenz, doch sie ist im schnelllebigen Zeitalter der Digitalisierung so wichtig wie nie. Und diese Kompetenz lautet zuhören können. Wir leben in Zeiten von Customer Centricity und das geht nicht ohne Employee Centricity. Entscheider sind heutzutage viel stärker als früher auf die Expertisen ihrer Mitarbeiter, Kollegen, Kunden, Partner und Lieferanten angewiesen. Denn Entscheidungen, die Führungskräfte heute treffen müssen, sind inzwischen so komplex, dass eine einzelne Person sie allein gar nicht bewältigen kann. Wir müssen als Führungskräfte das Gefühl der Allwissenheit aufgeben und wir müssen Entscheidungskompetenzen an die Know-how-Träger innerhalb und außerhalb des Unternehmens delegieren. Ihnen zuzuhören ermöglicht es, von anderen zu lernen. Zuhören erhöht die persönliche Problemlösungskompetenz. Zuhören ermöglicht es, die persönliche Haltung zu reflektieren, zu hinterfragen, anzureichen, gegebenenfalls auch zu revidieren. Zuhören klingt wahnsinnig einfach, aber ich denke, wir alle kennen ranghohe Entscheider, die genau das nicht können oder schlicht und einfach nicht wollen. Wer zum Zuhören im Heute nicht bereit ist, der ist schnell der Denkdinosaurier von morgen. Das sind die Denkanstöße hinsichtlich Mindset und Kompetenzen, die uns fit für die Zukunft machen und die ich Ihnen mit meiner heutigen Keynote gerne mit auf den Weg geben möchte. Markus Richter hat heute früh in seiner Keynote so schön gesagt, lassen Sie uns gemeinschaftlich die Ärmel hochkrempeln. Ich wünsche Ihnen, dass Sie am heutigen Tag viele Impulse mitgenommen haben, um anzupacken und sich die Zuversicht anzueignen, die wir jetzt alle mehr denn je benötigen, um uns wieder in die Zukunft verlieben zu können. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich, alles Gute. Vielen Dank, liebe Jasmin. Dankeschön für die tolle Keynote und mir hat besonders gut gefallen, dass du uns so einen kleinen Bauplan für die Kompetenzen mitgegeben hast, die man braucht, um diesen Schritt in eine optimistische Zukunft tatsächlich zu schaffen. Und Kompetenzen kann man lernen, das ist super. Also machen wir uns mal auf den Lernpfad. Zunächst mal bin ich dir sehr dankbar, dass du noch ein bisschen Zeit mitgebracht hast und ich freue mich auch, dass Christian Malzacher, unser Gastgeber für die Session, wieder hier bei mir ist und wir jetzt noch Gelegenheit haben, ihr beide insbesondere noch ein bisschen Gelegenheit habt, über das zu sprechen, Jasmin, was du uns gerade mit auf den Weg gegeben hast. Also, ich übergebe das Wort an dich, Christian, und an Jasmin und wir freuen uns auf euer Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank, Michael. Hi, Jasmin. Freut mich, dass wir doch noch mal ein bisschen Zeit haben. Du hast ja das spannende Thema Zukunft und das in Bezug mit der Arbeit und mit dem nötigen Optimismus. Ja. Und ich glaube, den brauchen wir auch. Und die meisten, die über die Arbeit nachdenken, denken meistens über heute, morgen, übermorgen oder vielleicht auch nächste Woche. Was wir jetzt aber tun werden, ist doch noch mal einen Zeithorizont mehr Richtung 2030, dem doch weiter entfernten Jahr. Und du bist ja Co-Autorin des Spiegel-Bestsellers Zukunftsrepublik und genau da wird sich ja genau mit dem Jahr 2030 und auch dem Thema Arbeit beschäftigt. Und wir auch bei Bechtle haben eine Vision 2030 und schauen jeden Tag, wie wir die Weichen stellen, dass wir doch diese Vision optimal erreichen können. Nun ist es so, wenn wir in das Jahr 2030 schauen, dann sind hoffentlich einige Fragen geklärt und einige Dinge gegebenenfalls schon selbstverständlich, wo wir heute noch Fragen stellen oder Herausforderungen sehen. Und wenn es da um die moderne Arbeit geht, da fällt mir sowas ein wie 2030 ist wahrscheinlich egal oder uns überlassen, von wo aus wir arbeiten. Ja, ein Thema, was wahrscheinlich jeden Arbeitenden aktuell so ein bisschen beschäftigt und insbesondere die Unternehmen. Also ein spannendes Thema und auch gerade mit Hinblick auf, wie sieht es denn nach Corona aus? Ist 100% Homeoffice, ist es denn das Wahre oder brauchen die Unternehmen individuelle Lösungen? Und viele Führungskräfte fragen sich, brauchen wir mehr Regeln, wenn sich doch mehr Flexibilität gerade immer mehr breit macht?
Das ist wirklich ein spannendes Thema und ich bin gespannt, was hast du hier für Impulse oder Gedanken zu diesem Thema, die du gegebenenfalls auch den Unternehmen, den Zuschauern mitgeben möchtest, die genau diese herausfordernden Fragen gerade haben. Ja, danke, Christian. 2030, ich denke, du hast es richtig angesprochen. Arbeit wird in 2030 immer mehr das sein, was wir tun und nicht mehr, wohin wir gehen. Und ich denke, da haben wir letztes Jahr relativ unfreiwillig geübt, dass das für viele Arbeitsplätze tatsächlich auch funktioniert. Und dennoch bin ich der Meinung, dass wir im Jahr 2030 eine hybride Form des Arbeitens erleben werden. Wir werden deutlich mehr virtuell zusammenarbeiten als vor der Pandemie. Jetzt konnten wir üben. Unternehmen haben die Infrastruktur hierfür geschaffen. Und obwohl wir arbeiten können, von wo wir wollen, für Wissensarbeiter zumindest gilt das, gibt es dennoch Vorteile, sich tatsächlich auch an ausgewählten Tagen, und da müssen Unternehmen eben selber für sich überlegen, was passt zu uns, was passt zu unseren Aufgaben, was passt zu unserer Kultur, was sind aber eben auch die Bedürfnisse von unseren Führungskräften und Mitarbeitern, aber dass man an ausgewählten Tagen sich tatsächlich auch weiterhin physisch treffen wird. Es gibt einfach ein paar Themen, für die ist eine physische Zusammenkunft von Kollegen immer noch vorteilhaft. Das ist gerade das Thema Kreativität. Das ist das Thema sozialer Austausch, das ist das Thema Vertrauensaufbau. Ich denke, das kennen wir von uns allen auch. Das gelingt eben doch besser, wenn wir in einem Raum zusammen sind, uns in die Augen schauen, vielleicht in Zukunft auch, das hoffe ich doch sehr, freue ich mich auch drauf, einfach auch mal wieder umarmen können. Das sind so die Themen, wo ich denke, auch im Jahr 2030 werden wir da an bestimmten Tagen physisch zusammenkommen. Aber wir werden deutlich mehr virtuell zusammenarbeiten als je zuvor. Und vielleicht, um das Ganze ein Stück weit zu verdeutlichen, die beiden Unternehmensgründer von Google, Larry Page und Sergey Brin, die haben sich ja eben physisch kennengelernt, um dann ihre Idee, die jetzt zu diesem Weltkonzern Google geführt hat, zu entwickeln. Sie haben sicherlich auch Vertrauen zueinander aufgebaut, weil man mit seinem Unternehmensgründer ja über lange Zeit hinweg verbandelt ist. Und die haben sich nicht in einem virtuellen Call kennengelernt, sondern für eine solche Tätigkeit war es eben praktisch, dass die auf einer Party zusammengehockt sind und sich dort kennengelernt haben und den Austausch weiter vorangetrieben haben. Und ich denke, wenn wir das so metaphorisch im Hinterkopf behalten, werden wir eben auch wissen, dass wir trotz virtueller Zusammenarbeit dennoch auch einen Anreiz haben, uns hin und wieder physisch zu begegnen. Ja, vielen Dank, Jasmin. Also das ist natürlich ein sehr spannendes Thema, nehmen wir mit. Also ich glaube, es gibt nicht die eine Lösung, es gibt immer individuelle Lösungen und jedes Unternehmen muss vielleicht auch wie bei so einem Messregler schauen, wie viel Agilität ist denn gesund für mein Unternehmen. Ja? Sicherlich nicht für jedes Unternehmen 100% und vielleicht auch mal ein bisschen weniger. Und ich glaube auch, was du gesagt hast, der persönliche Austausch, die Kreativität, ich glaube, da freuen wir uns auch gerade wieder drauf. Und das wird sich einpendeln. Wir werden die positiven Erfahrungen, die wir jetzt getan haben oder erlebt haben, in den letzten Monaten werden wir mitnehmen und gut kombinieren dann mit den hybriden Szenarien, wie du so schön sagst. Ein weiteres spannendes Thema, was mich auch sehr beschäftigt, ist das Thema Bildung und beziehungsweise wie schaffen wir es gerade, du sagst so schön, digitale Kompetenz sexy machen und stetiges Lernen attraktiv machen. Das beschäftigt sehr viele Unternehmen, nicht erst seit gestern. Und auch stetig wird geschaut, wie wir das mit modernen Technologien noch besser tun können. Jetzt kommt noch mal eine weitere Herausforderung aus meiner Sicht hinzu, denn was tun wir denn oder wie schaffen wir es denn gerade, vielleicht auch Mitarbeiter im Unternehmen zu begeistern, sich überhaupt mit digitalen Themen zu beschäftigen, wenn sie vielleicht bis jetzt noch gar keine Berührungspunkte oder wenig Berührungspunkte hatten. Wie schaffen wir es, sie zu begeistern dafür, sich hier weiterzubilden und auch in diese Themen reinzugehen? Das ist ein sehr spannendes Thema, was sicherlich bei vielen Unternehmen mit immer mehr Technologie, die gewisse Tätigkeiten übernehmen, gegebenenfalls ja mit einhergeht, ja. Ja, vor der Herausforderung stehen gerade in der Tat sehr, sehr viele Unternehmen. Und ich denke, wir alle wissen auch von uns selber, wenn ich vor etwas Angst habe, möchte ich mich damit eigentlich nicht auseinandersetzen. Ne? Angst ist immer ein Stück weit etwas, was Widerstand hervorruft.
Und ich denke, wenn wir das Erlernen von Digitalkompetenz oder eben auch IT als Grundlagenkompetenz wirklich in die Breite tragen möchten und gerade auch die Mitarbeitergruppen erreichen möchten, die da bislang keinen natürlichen Zugang haben, wie es jetzt auch die nachwachsenden Generationen haben, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir Lernangebote machen, die so niederschwellig sind und so auf eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet sind, dass die Mitarbeiter keine Angst haben müssen. Dass sie das Gefühl haben, ich werde dort abgeholt, wo mein jetziger Wissensstand ist. Ich ich muss nicht die Sorge haben, dass ich in einem Training sitze und da ein Stück weit das Gefühl habe, ich verliere gerade mein Gesicht oder bin gerade in meiner Autorität dann nicht mehr da, wo ich vorher war, wenn ich jetzt sage, ich bin hier dieser blutige Anfänger und ich muss hier in diesem Bereich nochmal ganz von vorne anfangen. Das heißt, wir müssen da zum einen didaktisch wirklich schauen, wie holt man die Zielgruppe dort ab, dass sie Schritt für Schritt Digitalkompetenz erwerben kann. Das kann aber eben auch heißen, also gerade auch für ranghohe Entscheider, ich selber sitze im Aufsichtsrat von einigen Unternehmen, dass es dort unter Umständen auch Einzeltrainings gibt, wo man ganz spezifisch seinen Wissensbedarf mit mit dem Trainer dann auch diskutieren kann, ohne Angst zu haben, ich offenbare jetzt hier, was ich nicht weiß. Wir alle wissen vieles nicht, ja, und das meinte ich in meiner Keynote auch mit diesem Anfängergeist muss sexy sein. Wir sind alle Anfänger und dadurch, dass die Welt sich da draußen so schnell dreht, ist es sogar erforderlich, dass wir diesen Anfängergeist als etwas ganz, ganz Natürliches auffassen. Ja, das stimmt, Jasmin. Ich denke auch gerade diese unterschiedlichen Generationen irgendwo unter einen Hut zu bekommen, ist gar nicht so einfach in den Teams und gerade mit solchen Themen. Ein super spannendes Thema. Wir haben auch viele Schulungen und Trainingscenter, die sich tagtäglich genau mit diesem Thema beschäftigen. Und das Ganze unterstützen natürlich mit modernen Technologien, die es gibt, die jetzt mehrheitlich virtuell natürlich stattfinden und bald aber hoffentlich dann auch wieder Präsenz, weil es gibt meiner Meinung nach bei Trainings fast nichts Wichtigeres teilweise, dass man dann eben auch sich austauschen kann, persönlich mit den Menschen, die eben auch in dem gleichen Training mit der gleichen Herausforderung und den Fragen da sitzen oder dastehen und mitmachen. Ich habe es gerade schon angerissen. Ein Thema, das vielleicht auch so ein bisschen kontrovers diskutiert wird und vielleicht auch die eine oder andere kritische Stimme hochkommen lässt, ist natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, immer mehr Technik übernimmt gewisse Tätigkeiten und bei manchen Tätigkeiten vielleicht sogar die komplette Tätigkeit, die vorher ein Mensch getan hat. Und dann lässt sich natürlich die kritische Frage nicht wegdenken, schaffen wir uns eigentlich selber ab mit der Technologie? Ja? Wie stehst du zu diesem Thema? Und insbesondere dann hier mit dem Hinblick auf genau dein Credo, sich in die Zukunft verlieben, der Optimismus, weniger diese negativen Aspekte zu beleuchten, sondern eher der Hinblick auf die großartigen Chancen eigentlich, ja, den Blick eher dahin. Wie siehst du das Thema? Eine sehr gute Frage, Christian. Also grundsätzlich habe ich so das Gefühl in Deutschland, dass wir neuen Schlüsseltechnologien, beispielsweise künstlicher Intelligenz, mit mehr Zweifel und Skepsis begegnen, als das vielleicht andere Nationen und Kulturen machen. Ich glaube, da braucht wir sehr, sehr viel Aufklärung und eben eine chancenorientierte Debatte. Das heißt, wir müssen sehr verständlich für die Menschen erläutern, wie ihnen solche neuen Schlüsseltechnologien konkret ihren Alltag und ihr Leben auch erleichtern. Und machen wir uns nichts vor, die größten Herausforderungen, die auf unsere Welt zukommen, zum Beispiel das Thema Klimawandel, aber eben auch die Pandemie, die lässt sich durch Technologie einfach deutlich besser lösen als ohne Technologien. Und ich glaube, solche chancenorientierten, greifbaren Debatten, die müssen wir noch viel mehr führen. Das ist so der erste Punkt. Dann die Angst davor, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, weil wir immer schlauere Maschinen haben, weil immer mehr Prozesse automatisiert werden, weil wir viele Schritte in unseren Geschäftsprozessen digitalisieren können. Das ist natürlich ein ganz großes Thema für die Menschen und ich denke auch da, Angst erzeugt natürlich Widerstand. Ich kann nicht etwas gut finden, was mich abschaffen wird, aber da denke ich, da haben wir eine geteilte Verantwortung zwischen den Mitarbeitern selber und ihren Arbeitgebern. Also ich als Mitarbeiter muss selber ein großes Interesse daran haben, meine Qualifikationen up-to-date zu halten. Und ich hoffe, dass ich mit den Metakompetenzen, die ich vorhin angesprochen habe, da einige Denkanstöße geben könnte, was ich denn als Mitarbeiter auch selber machen muss.
Und ich denke, Unternehmen müssen mehr als bislang in das Thema betriebliche Weiterbildung investieren. Letztendlich muss die betriebliche Weiterbildung den gleichen Stellenwert haben wie die Erstausbildung. Wir alle wissen, wie wichtig ein Studium oder eine Ausbildung ist. Und dieses Thema betriebliche Weiterbildung ist eben nicht nur Kür, sondern sie wird in dieser schnelllebigen Welt, in die wir leben, wirklich Pflicht. Da müssen wir deutlich mehr Zeit und Geld als bislang investieren, um dann den Mitarbeitern auf die Brücke zu bauen, zu sagen, okay, dein bisheriger Arbeitsplatz in der Form existiert nicht mehr. Aber, und das ist eben meine große Hoffnung, meine Zukunft ist ja auch das, was wir daraus machen, ist, dass wir in keinen Konkurrenzkampf mit immer schlauer werdenden Maschinen treten, sondern dass wir uns gut ergänzen. Also ich spreche immer von dem Tanz zwischen Mensch und Maschine, mal führt der eine, mal führt der andere, sehr stärkenorientiert. Und ich glaube, wir Menschen sollten uns auch wirklich auf das konzentrieren können, was wir auch in Zukunft deutlich besser können als Maschinen. Und da geht es um diese Themen soziale Kompetenz, Schaffung von emotionalem Mehrwert, ganz viel Empathie. Und dass wir, wenn wir bestimmte Prozesse eben automatisieren oder an die Maschinen delegieren, dass dann die freigespielte Kapazität dafür genutzt werden kann, dass wir emotionalen Mehrwert stiften. Ja, Jasmin, genauso sehe ich es auch. Mir gefällt auch der Punkt geteilte Verantwortung. Ja? Ich glaube, wir sind alle irgendwo verantwortlich dafür, wie wir die Zukunft gestalten, als Unternehmen, Führungskraft, aber auch der Mitarbeiter. Und ich glaube auch, dass das zweite Thema, was ich angesprochen habe, mit der Bildung, Weiterbildung, auch die Bildung stetig attraktiver zu machen, digitale Kompetenz wird sexy, das liegt an uns allen, die Zukunft zu schaffen und positiv zu gestalten. Und positiv, mir gefällt auch dein Credo, ja, wieder sich in die Zukunft verlieben. Ja, gefällt mir besonders und ich glaube, das ist auch ein sehr guter Schlusssatz. Ich darf mich jetzt hier herzlichst bei dir bedanken, dass wir uns hier nochmal kurz austauschen durften nach deiner spannenden Keynote und darf mich jetzt von dir, aber auch von den Zuschauern jetzt wirklich für heute verabschieden und wieder zurückgeben an Michael Ballfuß. Und wir sehen uns morgen Vormittag wieder in alter Frische um 8:30 Uhr zum Modern Work Blog.